und habe einfach irgendwelche Sachen verbunden, die cool klangen. Und irgendwann ist die Orgel explodiert. Ja, so. Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus dem Vereinsheim in Satcoins e.V. in Herne. Mein Name ist Sascha Galler und hier bei mir sind Christian Milerski. Hallo, hey. Und Chris Hülsbeck. Chris, groß vorstellen muss man dich eigentlich gar nicht, ne? Du bist als einer der bekanntesten Computerspielemusiker der Welt. Hast du Musik für Klassiker wie Giana Sisters, der Turrican-Reihe, Apedia und unzählige andere weitere Spiele. Hast du uns alle begeistert. Alles fing an vor 40 Jahren, ne, auf dem C64 mit deinem Musikstück Shades und dem von dir entwickelten Tool, dem Soundmonitor. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber wie bist du überhaupt zum C64 gekommen? Genau, also ich habe ja so eine kleine Präsentation vorbereitet, die so bei meiner frühen Jugend anfängt. Gesagt, bin geboren 1968 in Kassel. Und ja, ihr blendet das dann ein, ne? Ich habe hier, so habe ich ausgesehen zur Einschulung sozusagen. Und dann, ja, es war noch so mit 8 Jahren oder so, habe ich Sounds gehört im Radio, die ungewöhnlich klangen, ne? Synthesizer-Sounds. Und ich war dann total begeistert davon. Und da war halt hier so, wie hieß das Ding hier? Popcorn von Gershon Kingsley. Ja, so. Und das war halt was ganz anderes, als was meine Familie, die hatten so, meine Oma war Klavierlehrerin und meine Tante und so. Und wir hatten also immer Instrumente im Haus, aber keine elektronischen Instrumente. Ein bisschen später kamen dann Orgeln dazu. Aber ich wollte einen Synthesizer besitzen. Und dann haben wir geguckt, was kostet sowas? Das war halt viel zu teuer für die Familie. So diese professionellen Geräte, die waren sehr teuer, ne? Und dann habe ich halt angefangen mit Orgeln. Also wir hatten dann über ein paar Ecken gebraucht gekauft oder so wir hatten 2 Orgeln, ne? Und dann habe ich darauf ein bisschen schon angefangen zu spielen, mit Kassettenrekorder aufgenommen. Mit 11 Jahren. Das hast du jetzt damals mit 11 Jahren gespielt und aufgenommen. Und dann war ich aber auch interessiert in Elektronik und habe da schon so rumgebastelt und so. Und dann habe ich an den Orgeln mit Circuit Bending probiert, ne? Habe dann die Schaltkreise verändert da drin und neue Schalter eingebaut und Regler und so, wo halt irgendwo was interessant geklungen hat. Also du hast wirklich rumgelötet, Kabel gezogen und ganz genau. Und dann kamen da schon so Sounds raus, die ein bisschen mehr nach Synthesizer geklungen haben. Ja, die Modulation, den Unterschied, den bemerkt man Filter, schon. So. Hast du dann so Schaltkreise aus Zeitschriften oder wie bist du drauf gekommen, einfach rumgelötet? Das ist genau der Punkt. Ich habe also Circuit Bending gemacht, bevor das überhaupt ein Thema war, ne? Und habe einfach irgendwelche Sachen verbunden, die cool klangen. Und irgendwann ist die Orgel explodiert. Ja, so. Also die war dann beschädigt. Aber naja, so lernt man halt, ne? Wenn man im kindlichen Jugendalter von 12 Jahren oder so, da macht man halt solche Sachen. Try and Error. Genau, aber dann habe ich irgendwo in der Zeitschrift gelesen, die Computer kamen gerade auf. Ich hatte auch über meinen Onkel Zugriff auf einen Bürocomputer, so einen der frühen CPM und sonst was, ja, wo er auch ein bisschen Basic ausprobieren konnte und so. Und natürlich habe ich Spielautomaten gespielt und hatte auch so einen Atari VCS, das erste Atari mit den Modulen und so. Und ja, dann habe ich gelesen, Heimcomputer, ne? Also VC20 war schon Thema und dann habe ich gelesen, dass der C64 einen echten Synthesizer-Soundchip eingebaut hat. Und da war dann auch aufgelistet, das Ding hat Wellenformen und Hüllkurven und Filter und alles. Und ich war hin und weg. Was? Ich kann also einen Heimcomputer haben, der ist ja viel billiger als so ein professioneller Synthesizer und kann damit meine Synthesizer-Musik machen, die ich im Kopf hatte, ne?
Ja, und dann habe ich Zeitungen ausgetragen und gespart und Taschengeld hier und da, ne? Und dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das 84 war oder so, habe ich einen C64 gekauft, habe den nach Hause gebracht und dann dachte ich, ja, jetzt geht's richtig los. Dann schaltet man den ein und das ist ja nicht wie heute, wo es da 100 Programme und Apps und sonst was gibt, sondern den schaltet man ein und dann blinkt da der Cursor da und ja, und jetzt? Der legendäre C64 blaue Bildschirm. Jetzt, ne? Ich glaube, das Gefühl hatte jeder damals. Ne? Genau, das dann habe ich Gefühl, erstmal natürlich das erste Jahr nur gezockt. Also natürlich die Spiele auf dem Schulhof getauscht und gezockt. Und dann war auch dann das Interesse da, nicht nur, war immer noch natürlich Musik machen mit dem Gerät, ne, aber dazu musste man ja schon programmieren lernen. Ich habe dann ein bisschen Basic gemacht und so. Und dann wollte ich aber eigentlich Spieleprogrammierer werden. Aber da war ich leider nicht so gut im Spieledesign und Programmieren. Aber ein Freund von mir, den ich in der Schule kennengelernt habe, der hatte schon ein Spiel gemacht in Assembler-Programmierung und das sogar verkauft an eine Firma. Und dann habe ich mich da über den Sommer weg mit dem getroffen und der hat mir Assembler beigebracht, wie das funktioniert und so. Und dann habe ich ein paar Bücher noch gewälzt. Und dann habe ich angefangen, in Assembler zu programmieren. Aber wie gesagt, Spiele haben mir da nicht so gelegen, aber er arbeitet an seinem zweiten Spiel und der hat aber nichts zu tun mit Musik oder Sound. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich Assembler, jetzt probieren wir mal, ob man da mit den SID-Chip und mit Daten im Speicher und so, ob man da irgendwie ein Musikstück zusammenbekommt. Und das habe ich hinbekommen und das hieß Planet of War, erste Spielemusik auf dem C64. Das war noch vor Shades. Okay. Ja. Aber das Spiel ist erst nach Shades erschienen. Okay. Und das war eine Musik-Abspiel, also ein Player, der war noch sehr simpel, viel simpler als was ich bei Shades gemacht habe und so. Der konnte also nur einen fixen Sound abspielen auf allen 3 Kanälen und das war's dann auch. Also man konnte keine Patches wechseln oder so. Aber jetzt muss man ja sagen, heutzutage ist Assembler-Programmieren ja noch leichter zu erlernen, ne? Du hast das Internet zur Verfügung, du kannst da recherchieren. Ganz genau. Damals war das anders. Das heißt, der Kollege von dir konnte das so gut beibringen und vielleicht noch ein paar Bücher. Ich hab's dann auch als 15-, 16-Jähriger relativ schnell geschnallt, wie es funktioniert, dass man halt, das muss man sich vorstellen wie kleine Lego-Bausteine, wo man dann halt zum Beispiel ein Lego-Haus baut, ja. Und wenn man erstmal begriffen hat, wie die Steine funktionieren, dann kann man auch darauf kommen, wie baue ich denn jetzt hier eine Wand und wie mache ich da eine Tür und so weiter und so fort. Und so muss man sich das vorstellen. Also man ist dann halt als Jugendlicher wirklich noch so wie so ein Schwamm, da saugt man die Informationen auf und kann sie gleich anwenden und so. Aber gut, ja, und dann habe ich in der Zeitschrift, wir hatten ja auch die Zeitschriften hier, die habt ihr extra gefunden und hingelegt. 64er Zeitschrift hat einen Wettbewerb gemacht für Musik mit dem C64. Man sollte also seine Diskette einschicken mit einem Musikstück und dann gab's halt irgendwie unter den ersten 10 war da erzählt, dass man auf so eine Coverdisc kommt, also so eine Coverdiskette. Und das war im Prinzip mein Ziel und der erste Preis waren 1500 D-Mark damals. Und ich habe also da ein Stück hingeschickt, das habe ich Shades genannt und das hat zu meiner Überraschung dann gewonnen. Wurde dann veröffentlicht hier in der 64er Zeitschrift. Muss man dann abtippen mit vielen, vielen Zahlen, mehrere Seiten von Zahlen und so weiter. Ja, so war das damals. Vor 40 Jahren, ja. Ja, und das hat im Prinzip dann so die Karriere gestartet. Und das war, wie gesagt, ich hatte hier übrigens auch, das können wir noch einspielen, von Planet of War gab es auch eine Demo. Shades war also schon deutlich aufwendiger als das Planet of War. Das hatte dann wirklich auch, man konnte verschiedene Patches aufrufen pro
Note auch. Also man konnte wechseln die Patches pro Note und dann gab es Klangdefinitionen die auch so Synthesizer-mäßig waren, also Pulsweitenmodulation und Portamento und Vibrato und alles mögliche. Und das habe ich alles ich wollte den Effekt haben und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das programmieren mit den Assembler-Befehlen und wie lege ich die Daten im Speicher ab und dann habe ich das tatsächlich mit Hexadezimalzahlen im Maschinensprachenmonitor, das war so ein Programm, mit dem man in den Speicher direkt die Daten eingeben konnte und so habe ich dann das Musikstück gemacht in einer Nacht- und Nebelaktion. Einsendeschluss war Freitagmorgen oder so und ich hatte Donnerstagabend habe ich angefangen, die Musik zu hacken und dann habe ich noch meinen Eltern erzählt, die müssen das unbedingt in die Post bringen, während ich in die Schule ging, ne? Ja, das war ja damals noch so. Heute wird man es einfach per E-Mail oder irgendwie digital verschicken. Damals musste das über den Postweg, das dauerte ein paar Tage. Das musste abgestempelt sein zu dem Datum, sonst hätte man den Einsendeschluss verpasst. Ja, und wie du es gerade schon sagtest, heutzutage würdest du ja ein Musikprogramm haben, wo du die Noten einspielst. Damals musstest du tatsächlich ja die Musik, die Noten dann in den Speicher hacken. Den Speicher in Hexcode per Assembler reinschreiben. Also nicht das, was man heute kennt. Wir haben da so ein Notenprogramm. Ja, genau. Also du musstest ja schon eine sehr gute Vorstellung von der Musik im Kopf haben, um sie im Prinzip programmieren zu können. Also du hast ja Musik nicht gespielt, sondern programmiert dann. Genau, ne? also an dem Player habe ich tatsächlich bestimmt so 2-3 Wochen vor dem Einsendeschluss noch dran rumprogrammiert. Und währenddessen habe ich natürlich schon einzelne Patterns entwickelt, die ich haben wollte, aber das eigentliche Stück ist dann wirklich erst in der letzten Nacht zusammengekommen. Aber du hattest praktisch im Kopf schon, wie es klingen sollte. Ich hatte eine Idee, wie es strukturiert sein sollte und was ich für Effekte, die ich programmiert hatte, die zu zeigen auch in der Komposition und da können wir mal kurz reinhören. Auch diese Arpeggios. Ja, das Schöne ist tatsächlich, ich habe damals mit meinem Bruder zusammen tatsächlich dieses Stück aus so einer 64er Zeitschrift abgetippt. Oh, und das tut mir so leid. Ja, es gab längere Sachen als die, aber es sind auch ein paar Seiten. Ich glaube, es sind so drei Seiten ungefähr, die man hier abtippt. Und kann mich aber heute noch dran erinnern, wie man es zum ersten Mal gehört hat, weil das war so beeindruckend. Zu dem Zeitpunkt hat man am C64 häufig nicht wirklich so viel Melodie, so viel Arrangement gehört. Man merkt einfach, dass du schon diese Musik so gehört hast und das umgesetzt hast. Das war nicht diese Computerspiele-Musik, die man sonst 86 gehört hat oder 85, sondern das war wirklich was Neues, ne? Da habe ich jetzt übrigens noch ein paar Details zu, die ich vorher noch nicht so groß erzählt hatte. Zum Beispiel, das Stück hat am Anfang eine kleine Pause, bevor es losgeht. Und der Grund war, dass ich beim Programmieren irgendwo waren da noch Bugs drin, dass da irgendwie ein Störgeräusch war, wenn man die Musik eingeschaltet hat. Aber wenn ich eine kurze Pause gemacht habe, dann war das Störgeräusch weg. Okay. Und so war das halt, ne? Und dann habt ihr euch bestimmt auch gewundert, nachdem es abgetippt war, wenn ihr das startet, zuerst tut sich nichts. Und dann, also, aber da ist halt eine kleine Pause. Und dann eine andere Anekdote ist noch, dass das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ja nur einen C64 und habe das Stück auch nur auf meinem C64 gehört. Und die Filtereinstellungen auf verschiedenen C64 und verschiedenen SID-Chips sind alle anders, weil das halt analog ist und da die Bauteile irgendwie alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und mein Filter war sehr offen in meinem C64. Das heißt, ich musste die Werte sehr stark runterdrehen, damit man überhaupt gehört hat, dass da ein Filter ist. Und das war dann aber so, dass die meisten C64 eben einen deutlich zuhörenderen
Filter hatten. Und dann, als ich dann übers Telefon bei dem Redakteur gehört habe, wie sich das auf seinem C64 angehört hat, habe ich gesagt, hey, hört sich aber nicht ganz richtig an, so, und zumindest nicht so, wie ich das wollte. Und dann habe ich mit einem Freund, haben wir 3 C64 aufgebaut und verglichen und so. Und dann habe ich ein Nachfolge C64-Magazin, habe ich ja noch nachgeliefert, einen Filterkorrektor, mit dem man das anpassen konnte auf die verschiedenen. Aber du hast das am Telefon Sit-Chips hören können? Ja, das hat man sofort gehört. Weil die Soundqualität 1986 am Telefon war ja sehr im Frequenzgang sehr eingeschränkt. Deswegen finde ich es beeindruckend, das überhaupt gehört zu haben. Resonanz merkt man, glaube ich, ganz gut. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall, das ist eine von den Anekdoten. Ja, dann schauen wir, was als nächstes ist. Genau. Soundmonitor. Als ich das mit dem Redakteur durchgesprochen habe, der war natürlich auch fasziniert. Wie hast du das denn gemacht und so? Und dann habe ich das erklärt. Ich habe das mit dem 9-Mon in den Speicher gehackt und so. Und dann meinte ich habe aber schon überlegt, ich könnte eigentlich ein Editorprogramm dafür machen, mit dem man diese Musikdaten einfacher eingeben kann. Mit weniger Hexzahlen tippen und mehr so, dass man Notennamen hat und so, eine Oktave und so weiter. Und dann war er begeistert, meinte, wenn du so ein Programm machst, dann könnte das Listing des Monats werden. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein höherer Geldpreis gewesen. Und das hat mich dann nochmal so angespornt. Und dann habe ich den Soundmonitor entwickelt. Wollte ich aber ja sowieso machen. Der kam dann auch als Listing des Monats in der nächsten, also ich war dann ein paar Monate später, 4 Monate später genau. In der nächsten 64er gab es dann wieder was von Chris Hülsbeck abzutippen. Gab noch ein bisschen länger als jetzt Shades, ne? Waren ein paar Seiten mehr. Und genau der Grund, warum es Soundmonitor heißt, ist, weil eben das mit dem Monitorprogramm gemacht war vorher. Und dann dachte ich mir, es ist jetzt ein Monitorprogramm für Sound. Für Sound, ja, so. Aber man muss jetzt dazu sagen, zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich gar kein ähnliches Tool, mit dem man genau sowas hätte machen können. Ne? Das war wirklich so, dass du hast das erste seiner Art geschrieben. Genau, also ich glaube, es gab ein paar kommerzielle Software, so Music Maker oder irgend sowas, wo man dann irgendwie, wo wir versucht haben, grafisch Noten darzustellen, aber das war sehr simpel und die Töne, die da rauskamen, die klangen im Prinzip fast so, wie wenn man es in Basic programmiert hatte. Ja. Und hier konnte man dann halt wirklich so eine Musik wie Shades in relativ kurzer Zeit eintippen und dann konnte man das auch speichern mit dem Player in dem Speichermodul und es lag dann auch, dass man das war dann über dem Basic-Speicher sozusagen, so dass man halt zum Beispiel, jemand hätte ein Basic-Spiel schreiben können und dann hätte man nur mit so einem Aufruf konnte man dann halt die Musik starten, die vom Soundmonitor kam. Und das war so eine der Ideen dabei. War der Aufbau, also wie das Programm jetzt funktionieren sollte, war dir das sofort klar? Hattest du das sofort im Kopf? Das war ganz, ganz, ganz grob inspiriert von einem frühen MIDI-Programm von Steinberg. Das war noch vor Cubase, noch vor Pro 16, das hieß, glaube ich, nur MIDI 64 oder sowas. Und das war der erste Sequenzer von Steinberg. Und der hatte auch halt so eine Abspielliste mit Transpose und dann konnte man irgendwie da Patterns haben, aber die waren, so viel ich mich erinnere, für alle 16 Kanäle war das ein Pattern und so weiter. Und man konnte dann nur so Overdubs machen und so weiter. Aber da habe ich schon so ein paar Ideen gehabt, wie man sowas strukturiert, dass man halt irgendwie ein Tracktable hat, wo die einzelnen Patterns aufgerufen wurden mit Transpose und so weiter und dass es dann halt so nacheinander abgearbeitet wird von dem Player. Du verwendest jetzt das Wort Patterns so schön. War dir das von vornherein klar, weil du schon wusstest, der C64 hat seine Limits, mit solchen Patterns zu arbeiten? Weil wenn jetzt einer von Musikstücken spricht und komponieren, hat man natürlich so diese Notenblätter. Das Notenblatt, ne? Genau. Das fängt vorne an und hört hinten auf. Da denkt man ja nicht eigentlich in wiederholenden Patterns. War das schon tatsächlich wegen der
Limitierung vom C64 oder hattest du da schon was im Kopf wegen der Spieleprogrammierung, wo man das tatsächlich eher so machen würde? Ja, also es war einmal natürlich vom Speicher her, weil man hätte nicht ein ganzes Notenblatt halt einfach nur im Speicher ablegen können. Und dass man halt auch Sachen wiederholen konnte. Das war ja im Prinzip die Idee, elektronische Musik, dass man halt auch bei frühen Sachen wie zum Beispiel da Kraftwerk und Tangerine Dream war ich auch ein großer Fan von. Die haben ja immer so analoge Sequenzer benutzt und so, wo man dann nur 8 Stufen hat und dann hat sich das wiederholt und so. Und so habe ich dann eher gedacht in Sequenzen, die man dann halt eben mehrfach aufrufen kann nacheinander. Dann hast du dann zum Beispiel irgendwie einen Basslauf und den kann man 4-mal spielen und dann aber eine Melodie, die drüber spielt, da hat man dann verschiedene Patterns für und so weiter, ja. Ja, und es macht natürlich auch einfacher. Man muss das ja auch irgendwie da eingeben können, diese ganzen Noten. Das ist ja auch mit Soundmonitor jetzt wahrscheinlich noch nicht wenig Arbeit gewesen. Ja. Dann freut man sich ja, wenn man die Sachen, die sich wiederholen, einfach immer wieder aufrufen kann. Genau. Ich habe dann ja damals, da kannte man ja noch nicht wie heute jetzt, jeder kennt am PC, dass man was markiert und dann Copy-Paste und so, ne? Ja. Und die Ideen hatten wir ja gar nicht damals. Und da war halt meine Idee eher so diese Patterns, die man wiederholen kann. Ja, spannend. Ja. Gerade weil du ja auch keine andere Vorlage hattest. Du musstest ja dir das alles selbst überlegen. Das ist ja nicht so heute, da gucken wir mal rechts und links, was haben andere gemacht. Es gab es einfach nicht so noch nicht. Ja, ne? Jeder hat da sein eigenes Süppchen gekocht, ne? Das stimmt. Ja. Da kann man mal kurz in die Pattern, die Noteneingabe kann man sehen. Und dann habe ich mein erstes kommerzielles Spiel vertont. Ich hatte dann mit Soundmonitor und dem Shades hatte ich dann auch den Mut, mal ein bisschen nach vielleicht Spielefirmen zu suchen, die auch Musik oder Sound brauchten. Und dann habe ich am Telefon einfach mal ein paar angerufen. Einer von Rainbow Arts, so der größte Spieleentwickler in Deutschland damals, und habe dem Boss da ein paar Sachen übers Telefon vorgespielt. Und er hat gemeint, du kannst nächsten Monat anfangen, wenn du willst. Dann bin ich ja noch zur Schule gegangen. Also der wollte mich sofort einstellen, in der Firma einstellen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Freiberufler-Projekte oder so Hobby nebenbei. Aber der hat mir dann einen Job angeboten und dann bin ich in der Mitte der 12. Klasse, dann habe ich noch da die Hälfte zu Ende gemacht und dann bin ich im Februar umgezogen nach Gütersloh zu Rainbow Arts. Da waren die Eltern bestimmt begeistert? Ja, die waren ein bisschen nervös, aber ich habe als nicht mal Azubi oder sonst was, ich habe ja sofort einen Gehalt gehabt, was ganz ordentlich war für einen 19-Jährigen. Also ich konnte dann von da an mein Leben bezahlen und und dann das erste Spiel für Rainbow Arts, das war jetzt noch bevor ich in der Firma im Inhouse angefangen habe, war ein Spiel namens Soldier, das sofort nach dem Release indiziert wurde. Also, ist eigentlich peinlich, wenn man das heute aus heutiger Sicht betrachtet. Wenn sich das heute nochmal anguckt, sieht das total harmlos aus, aber das ist damals von der Bundesprüfstelle indiziert worden und dann durfte es nicht mehr beworben werden oder über der Ladentheke verkauft werden und so. Und, aber da hören wir auch mal kurz rein. Dachte ich auch so, Soldier, was macht man denn da? Und dann habe ich erstmal irgendwie angefangen mit ein paar ernsten Klängen und dann aber wird es ein bisschen flockiger.
Auch da hört man ja eigentlich schon so ein bisschen immer deinen typischen Stil. Das ist immer sehr catchy. Ne? Du bist immer schön musikalisch, diese sehr eingängigen Melodien, die sich eigentlich durchziehen. Das war mir immer wichtig, dass das auch im Kopf bleibt und man das dann immer mal wieder summen kann oder so. Ja, das hast du geschafft. Ja, definitiv. So, und dann habe ich bei Rainbow Arts angefangen und habe dann da teilweise auch nächtelang durchgemacht, um irgendwelche neuen Tricks rauszufinden mit dem SID-Chip und so weiter. Da hatte ich dann wirklich auch viel Zeit. Und da fiel mir dann auf, dass man Samples abspielen konnte über einen Trick, über das Lautstärkeregister und man dann aber noch die SID-Stimmen trotzdem noch hören konnte. Genau, man hat ja nur 3 Stimmen beim SID zur Verfügung, die natürlich auch dann alles machen mussten, ne? Bass, Melodie, Schlagzeug imitieren. Mein Freund Peter, der hat dann eine Hardware gebastelt mit einem Sampler drauf, einem kleinen Analog-Digital-Wandler. Da haben wir dann noch 3 C64 zerschossen am User-Port, weil da mussten wir dann die CIA-Chips auswechseln und so. Und dann haben wir es aber irgendwann hinbekommen und dann hatte ich einen Sampler, mit dem ich Drums und alle möglichen Sachen halt reinsamplen konnte. Und dann habe ich da Musikstücke gemacht. Und eins davon ist hier dieses Jinx. Oder war das? Oder war das Bad Cat? Das ist auf jeden Fall. SID-Stimme plus die Drums. Genau, ja. Und der Basston sogar. Das ist auch ein Sample, okay. Ja. Das ist mehr richtig schön. Ja. Akkorde mit 3 Stimmen. Bisschen Italo-Disco, fand ich auch immer schön damals. Sind die Sachen noch mit dem Soundmonitor dann entstanden oder an erweiterten Versionen? Das war aber alles noch Soundmonitor. Und dann hat sich das ja für dich, der Soundmonitor, doppelt gelohnt, ne? Erst als Listing des Monats, was ja auch nochmal Geld gab. Und das habe ich dann noch jahrelang weiter benutzt für die ganzen ersten Rainbow Arts Spiele und so. Und interessant dabei war, ich hatte diese Technik schon ziemlich früh, ich war wie gesagt im Februar bei Rainbow Arts und ich glaube im April, Mai hatte ich die Technik schon. Und dann waren aber deren Spiele nicht fertig. Die wurden erst im Herbst veröffentlicht, wo ich das mal zeigen konnte oder so. Und in der Zwischenzeit, ich glaube im August, kam dann hier Arkanoid von Martin Galway eine Musik, auch in Arkanoid in dem Spiel. Der hat so eine ähnliche Technologie benutzt, aber nicht komplette Samples, sondern eher so generierte Waveforms, die im Speicher waren und so. Aber das klang halt auch so ähnlich. Meine Samples waren viel aufwendiger, aber ich habe mich trotzdem damals geärgert, dass ich nicht die Gelegenheit hatte, das zu zeigen, bevor Arkanoid rauskam. Aber ja, das nur nebenbei. Ja gut, wenn man sowas Einzigartiges geschaffen hat, dann möchte man es ja auch zeigen. Ja, dann ist man auch stolz drauf. Und wenn dann einer noch zuvorkommt mit ein bisschen was Ähnlichem, ja, da darf man sich auch ärgern. Ne? Geärgert, ja. Dann haben wir ja Genesis gemacht bei Rainbow Arts. Das war im Prinzip abgekupfert von Super Mario Bros. Da war nämlich wirklich, das war so, das Spiel konnte man, glaube ich, in Deutschland gar nicht kaufen, das Super Mario, sondern musste das importieren irgendwie aus Japan. Und dann sind wir ab und zu mal bei den Zeitschriften aufgelaufen, so die Redaktionstour gemacht und so. Und dann hatten die das da, die waren total hin und weg. Und der Boss von Rainbow Arts, der hat das Spiel gesehen und die waren alle so begeistert davon. Dann meinte so, sowas, das können wir doch in ein paar Wochen machen hier, ne? Ja, der war auch, der hatte da seine eigenen Ideen. Und da meinten die nur so, ja, wenn ihr so ein Spiel mal macht, dann geben wir euch über eine 90er Wertung. Ja, und das war damals, waren die Wertungen in den Spielezeitschriften waren alles, die haben entschieden,
ob ein Spiel ein Erfolg wurde oder nicht. Ja. Und dann sind wir zurückgefahren und dann gab es sofort eine Konferenz und dann hat er die alle reingerufen und dann haben wir auch das Mario bestellt aus Japan und haben das analysiert, wie das funktioniert und dann haben die sich dran gesetzt und haben das Spielprinzip und auch teilweise so der grafischen Stil kopiert und den ersten Level. Ja, ziemlich ähnlich, genau. Und dann ging es darum, auch den Namen zu finden. Und der Boss von Rainbow Arts, der war ein Fan von Gianna Nannini, die italienische Rockröhre damals, die da mit ihrer Band da überall Erfolg hatte in Europa. Und der war da Fan von. Und dann meinte er, statt Mario Brothers nennen wir das Gianna Sisters. Ja. Und auch noch eine Nebenstory dabei, ne? Warum ist das Gianna nur mit einem N statt Gianna mit zwei N, so wie die beschrieben wurde? Das hat der Airbrush-Artist hat das versemmelt. Der hatte den Airbrush gemacht und das war der Tag vor dem Presswerk-Ding, wo das alles abgegeben werden musste. Ja. Und dann kam der rein mit dem großen Poster, also Original, das war ja das Original-Ding, wo dann die vervielfältigt wurde von. Und dann war das nur mit einem N. Und dann haben die noch schnell versucht, im Spiel da ein paar Sachen anzupassen, ne, weil da war keine Zeit mehr, das zu ändern. Ja. Und das Einzige ist, der Scroller am Anfang im C64 konnte man nicht mehr ändern. Ja. Da ist noch mit 2 N. Ja, da wird auch immer gerne nachgefragt, ne, warum es denn auf dem Cover mit einem N, aber wenn man das Spiel startet, dann immer schön mit 2 N herscrollt. Ja, auch eine schöne Geschichte. So, und dann war das Spiel im Verkauf, ich glaube für 1,5 oder 2 Monate, war ein Riesenerfolg für Rainbow Arts, wirklich das Spiel, was im Prinzip die Firma gerettet hat für das Jahr, für 1987. Und dann wurde es nach England weiter lizenziert an einen anderen Distributor und die haben dann das Cover geändert, ne? Und haben dann hier so The Great Genesis ist The Brothers are History. Ja. Und in irgendeiner Werbung in der Zeitschrift stand auch noch drin Move over Brothers, here come the Genesis. So, und da hat dann Nintendo auch Wind von bekommen. Mhm. Und da waren sie natürlich gar nicht begeistert. Und dann haben sie angedroht, einen Anwalt zu schicken. Mhm. Und daraufhin, da war es dann schon ungefähr 3 Monate im Verkauf, hat viel Geld gemacht für Rainbow Arts. Dann hat der Boss gesagt, nee, jetzt nehmen wir es vom Markt. Und da waren wir auch schon daran, Genesis 2 zu entwickeln. Und dann haben wir das sofort umgewandelt. Das wurde dann Hard and Heavy. Ja. Da haben wir die ganzen Grafiken nochmal ausgetauscht und den Namen geändert. Ja, das war dann nicht mehr so bunt. Das war ja eher das waren eher so Grautönen und nicht mehr so farbenfroh, was eigentlich Genesis das so ausgemacht hatte. Ne? Gehen wir mal weiter zum TFMX. Ich habe dann ein weiteres Soundtool entwickelt bei Rainbow Arts. Es war dann nämlich so, dass diese Samples, die gingen für ein paar Spiele und dann hatte ich auch mein eigenes Spiel gemacht, To Be on Top, da waren auch Samples drin, aber irgendwann wurde es dann zu speicheraufwendig, weil die neueren Spiele brauchten immer mehr Grafik und dann kamen die neuen C64 raus mit dem 8550 Chip oder wie der heißt. Und der war dann, da konnte man die Samples nicht mehr über den Lautstärkekanal so einfach abspielen. Gab es dann spätere Tricks in der Szene, die das dann noch anders gemacht haben. Aber für mich waren dann Samples durch. Und dann musste ich praktisch eine neue Technologie entwickeln. Und das war dann TFMX. TFMX benutzt im Prinzip nur wieder die normalen 3 SID-Stimmen. Aber das Besondere dran war, dass ich habe überlegt, wie kann man da noch mehr rausholen? Und dann war die Idee, anstatt eine fixe Sounddefinition zu haben, die dann einmal pro Note angespielt wird oder so, warum macht man nicht irgendwie eine Art kleine Skriptsprache, mit der man pro Bildschirmdurchlauf alle möglichen Parameter verändern kann am SID-Chip, also zum Beispiel die Wellenform ändern und so weiter. Und das waren dann die sogenannten Sound-Makros, so habe ich die genannt. Ja. Und sie waren hier dann jetzt noch genannt Arpeggio, aber da ist das hergekommen. Da hatte man nur so, wo man halt diese schnellen Notenwechsel gemacht hat, damit man irgendwie einen Akkord simulieren konnte auf einer Stimme. Aber ich habe das dann halt erweitert über so Befehle, wo man dann halt Wellenform ausschalten, Wellenform auswählen, Wellenform einschalten, die Pulsweiten ändern oder
auch Portamento und dann hatte ich auch Befehle, wo man den Transpose-Wert nehmen konnte von der Note aus dem Pattern, oder du kannst eine fixe Pitch machen. Und dann gab es noch Loop-Befehle und Continue und Waits und alles Mögliche. Und so konnte man da halt ein kleines Skript bauen, was dann pro Note angespielt wurde. Und damit hat man dann, oder habe ich dann hinbekommen, auch so quasi wie Drum-Sounds zu machen auf einem SID-Kanal. Und vor allen Dingen auch so, dass man hat dann zum Beispiel eine Bassdrum abgespielt, die hat nur 2 Bildschirmdurchläufe gebraucht. Ja. Und dann hat man gewechselt auf einen Basston. Ja. Die Bassdrum war ein Fixed Pitch und der Basston kam vom Pattern. Ja. Und dann klang das auf einmal, als würden da 2 Noten gleichzeitig spielen. Und so. Und ja, alles um diese Limitierung der 3 Stimmen, die man ja nur hat beim C64. Und dann teilweise, als ich dann mit dem TFMX Musik gemacht habe, hat sich das teilweise angehört, als würden da bis zu 5 Stimmen laufen, anstatt 3. Und da gab es hier eins der letzten Stücke, die ich von der Ära gemacht habe, war dieses R-Type-Title. Verdammt viel los. Man hört jetzt hier über den Laptop-Speaker, hört man das nicht so gut, aber wenn er es einspielt, dann hört man das besser. Ja. Ich muss ja bei dem Namen immer so ein bisschen schmunzeln. TFMX, also Final Music System Extended, weil Final und Extended ist dann irgendwie spannend. Das heißt, du hattest erst TFM. Genau, das war so eine Zwischenplayer zwischen dem Soundmonitor und TFMX, war TFM. Das war nochmal so eine Erweiterung, wo alles ein bisschen besser speicheroptimiert war und gecrunched war. Das war auch nur intern, das hatte ich nicht als Update für den Soundmonitor rausgegeben. Und dann, als ich den neuen Editor geschrieben habe, da musste ich ja einen neuen Player noch machen und der war dann halt TFM X Extended. Ja, weil das ist immer spannend, weil du hast gedacht, das wäre der letzte. Final. Ja, der wurde dann doch noch mal extended. Spannend finde ich auch, dass es das am C64 tatsächlich gab. Wenn man heute über TFMX spricht, dann war es ja eigentlich immer, da verbindet man den Amiga mit, ne? Genau. Der dann kam. Ich habe dann das Konzept halt genommen und als ich auf dem Amiga dann den ersten Player geschrieben habe, habe ich sofort gesagt, wir müssen das Sound-Makro-Konzept rüber retten auf den Amiga und da nochmal verbessern. Wie war dein Wechsel C64 Amiga? Es war eigentlich relativ einfach, weil ich muss sagen, der 68000er Prozessor war eigentlich noch mal eine Ecke eleganter als der 6502. Und so wie ich dann so die Befehle halt durchgegangen bin und ein bisschen probiert habe und so, bin ich da super schnell reingekommen. Das Schöne am Amiga und an dem Prozessor war, dass man halt Location Independent programmieren konnte. Also das ist eine Routine gemacht mit Branches. Das ging auf dem C64 nicht so einfach. Die konnte man dann irgendwo in den Speicher laden und musste nicht mehr kompilieren zu einer bestimmten Speicheradresse. Das hat es deutlich einfacher gemacht, dann für Kunden Musik zu liefern. Ja. Jetzt musstest du dann aber umdenken. Vorher war es ja ein Synthesizer-Chip. Dann kam der Amiga, der hat Samples abgespielt. Das war dann ja auch wieder was ganz anderes. Genau, ne? Es war dann im Prinzip auch cool, weil Samples waren im Prinzip schon was auch in der Musikindustrie natürlich viel die Messlatte höher gesetzt hat und so. Und dass man da halt jetzt alle möglichen auch echten Instrumente dann mit einspielen konnte und so, das hat Spaß gemacht. Und ich wäre zwar auch glücklich gewesen, hätte Commodore vielleicht noch 1 oder 2 SID-Chips mit in den Amiga eingebaut, aber das wäre so zu teuer geworden. Ja, das hat man hinterher so bei FM Towns und so bei diesen Geräten gehabt, ne, die dann wirklich beides beherrscht haben. Ganz genau. Aber TFMX Amiga, ich habe dann für das R-Type-Title, was wir dann auch umgesetzt haben, habe ich aber dann sofort gesagt, wir müssen dafür ein neues Stück komponieren, weil der Amiga ja besser geeignet ist für so orchestrale, cinematische Instrumente und so. Und da wollte ich dann halt was Eigenes für machen. Hätte ich nicht gemusst, aber wollte ich dann halt. Und deswegen hört sich R-Type auf dem Amiga dann halt anders an.
Da kennt ihr wahrscheinlich einige Patches vom Korg M1, den ihr auch hier im Verein habt. Den hatte ich damals auch da kurz vorher erworben und dann davon halt auch abgesampelt. Ja. Und ich weiß auf jeden Fall noch an dem Morgen, wo das Stück fertig war, da ist da wirklich die ganze Firma tauchte auf einmal auf in meinem Office da und hat sich das angehört, die waren voll hin und weg, wie das, ja. Und da waren auch so Tricks mit den Soundmakros da habe ich dann auch rausgefunden, wie man zum Beispiel, man kann von Haus aus nicht auf dem Amiga Samples rückwärts abspielen. Aber wenn man einen kleinen Loop definiert auf dem Sample-Chip, der einen kleinen Ausschnitt wiederholt, den kann man dann verschieben. Ja. Und das habe ich mit den Makrobefehlen so hinbekommen, dann auch wieder mit dem Loop, dass er es rückwärts verschoben hat. Und dann klang das so, als würde ein Sample rückwärts spielen. Und solche Sachen halt waren dann spaßig. Ja. Dann 1991 haben wir ja Turrican 2 gemacht und da gab es dann die Neuerung, wir wollten mehr Kanäle, mehr Stimmen, mehr Channels halt haben für die Titelmusik. Und die Idee hatte ich da, weil ein Bekannter, ein Kollege von mir, der Jochen Hippel, der hatte für Atari ST, der war da so der totale Programmiergott, der hatte da eine Emulation gemacht vom Amiga Soundchip auf dem Atari ST. Der hatte ja eigentlich nur einen Kanal für digitale Ausgabe. Und also Amiga Soundchip emuliert und dann hat er auch noch meinen TFMX-Code auf dem Atari ST kompiliert und damit eingebaut. Dann konnte der zum Beispiel Turrican 1 konnte der da damals halt dann komplett umgesetzt abspielen und es klang sehr, sehr gut. So, und dann habe ich ihn gefragt, hör mal, Jochen, könnte man nicht deinen Mixercode da, den sehr effizienten Mixercode, wieder zurückportieren auf den Amiga und dann dort auf einen Kanal zusammenmischen. Und dann hat er da noch ein bisschen rumgebastelt und hat mir den Source-Code gegeben. Und dann habe ich das da eingebaut und dann wurden das die 7 Stimmen praktisch. Also ein Kanal mal 4 plus die 3 Amiga-Stimmen waren 7. Und das Interessante war, es gab schon kurz vorher einen Tracker, der nannte sich, glaube ich, Octalizer oder so. Der hatte 8 Stimmen. Aber da war es so, dass jeweils immer 2 Stimmen zusammengemischt wurden auf jeden einzelnen Amiga-Kanal. Ja. Und dadurch klang aber alles irgendwie ein bisschen kratzig, weil so wie du halt mischst, verlierst du Qualität. Und bei meinem 7-Stimmen-System war es aber so, dass die gemischten Sachen, da konnte ich dann so zum Beispiel Drums drauflegen oder einen Bass und irgendwas, was nicht so hohe Frequenzen hatte. Aber wenn ich dann Hi-Hat oder ein Crash oder irgendeinen glockenmäßigen Sound oder so, ich dann auf den normalen 3 Amiga-Stimmen abgespielt, wo ja nichts gemischt wurde, sondern es war Original Amiga und dann klang das besser insgesamt. Aber 7 Stimmen. Und Turrican 2 Titelmusik war im Prinzip das Showcase für die neue Technik. Und das fing dann auch am Anfang so an, so immer noch eine Stimme mehr. Ja. Aber das ist so das. Ich glaube, jeder, der 1991 Turrican 2 zum ersten Mal gestartet hat, war ja wirklich platt. Ne? Also das hatte man ja wirklich in der Art noch nicht gehört. Ne? Das war schon wirklich Showcase, kann man wirklich so sagen. Und das ist ja auch heute noch. Ne? Also auch eine Anekdote dazu, ne, das ist natürlich auch wieder knapp gewesen vor dem Release vom Spiel, ne, so Crunch-Mode die letzten paar Wochen und dann habe ich wirklich die Musik in den letzten Tagen vor der Masterabgabe zusammengehackt, aber das hat Spaß gemacht, das war eine tolle Zeit. Da waren schon einige nervös, oder, bei dir? Immer. Ich mach meine Kunden immer nervös mit den Terminen, aber irgendwie klappt's dann.
Aber ich glaube, nach 40 Jahren wissen alle, das Endergebnis ist dann doch immer so, dass sie alle zufrieden sind. Kreativität kann man nicht, oder da muss dann noch extra Druck da sein am Ende. So, ja, dann auch 1991 habe ich mich ja wieder selbstständig gemacht, mit 2 Freunden da eine Firma gegründet. Und da hatten wir dann halt Audios für die Musikseite und Kaiko für unsere Games. Und da haben wir dann auch ein Tonstudio eingerichtet, mal mit einem echten Sampler. Und da hatten wir ein Akai S1000 und sowas und Mischpult und alles Mögliche und Effekte. Und dann habe ich auch meine erste CD gemacht. Und da ein Beispiel? Nee, da kamen dann noch viele weitere CDs auch zu den Spielen, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel Apidia, was wir jetzt auch neu machen. Das ist ja auch gerade jetzt dieses Jahr soll es ja veröffentlicht werden. Da freuen wir uns schon alle drauf, weil auch der Soundtrack ist grandios. Ne? Also, wir haben hier viele Fans, auch viele Gäste, die ganz große Fans von genau diesem Soundtrack sind, der ja auch sehr außergewöhnlich ist. Also neben Turrican 2 wird der auch immer wieder genannt. Klar, und am C64 was wie Giant Sisters, aber Apidia ist immer dabei. Ne? Ja, und das war jetzt auch nach 35 plus Jahren mal wieder schön, das wieder aufzugreifen und dann nochmal ein Update dazu zu machen. Und ich habe dann die gesamten Ingame-Stücke alle nochmal im Studio neu eingespielt und man kann dann im Spiel auch hin und her schalten. Ja, also zwischen Original und dann auch mit erweiterter Grafik und Widescreen und allem. Ich glaube, das gab es ja auch schon mal bei diesen Neuauflagen von Turrican, ne, wo man, glaube ich, auch dann wechseln kann. Da kann man auch wechseln, aber das Schöne an unserem neuen Apidia-Spiel ist, dass es komplett neu programmiert ist, also es ist keine Emulation, das heißt, wir haben dann auch echten Widescreen-Modus und neue Parallax-Ebenen und alles Mögliche eingebaut. Schön. Ja, das wird spannend. Wir freuen uns jetzt schon. Ja. Also inzwischen auf meinem Bandcamp und teilweise auch auf Spotify und so weiter und so fort sind jetzt schon etliche CDs. Auf meinem Bandcamp sind es, glaube ich, 59 Alben und CDs, die da veröffentlicht sind. Und der Katalog wächst immer noch. So, dann habe ich, Tunnel B1 war ein Spiel, das habe ich 1996 für PlayStation CD, also auf der CD als Studio-Soundtrack. Das war so eins der ersten Spiele, wo ich dann mich mal richtig im Studio austoben konnte und dann war das sehr cinematisch als Soundtrack sozusagen. Da war es dann im Prinzip zum ersten Mal nicht mehr so eingeschränkt, die Hardware, sondern das, was du auf den ganzen Synthesizern einspielen konntest, konnte 1:1 übernommen werden und nicht, und nicht mehr irgendwie auf X Stimmen runter. Hört sich ja fast schon so an wie so ein Kino-Soundtrack. Das klingt dann schon wirklich nach irgendeinem Kinofilm, ne? Ja, so eine Art. Dann bin ich
1998 in die USA ausgewandert und habe mich da zusammengetan mit den Expats von Factor 5. Die sind ja auch schon 1996 rüber in die USA und hatten da angefangen mit LucasArts an diversen Spielen zu arbeiten, unter anderem Star Wars Spiele, und da war dann eins geplant für das Nintendo 64. Ja. Star Wars Rogue Squadron. Und da, weil das eins der letzten Maschinen war mit einer Cartridge, Ja. da jetzt irgendwie so ein Star Wars Soundtrack reinzukriegen in die Cartridge, da brauchten die meine Expertise für oder wollten mich da halt dabei haben. Haben mir das Angebot gemacht, da war eigentlich ursprünglich geplant, dass ich nur so für ein Jahr rübergehe, aber dann hat's mir so gut gefallen, dann haben sie das Visum verlängert und dann bin ich da geblieben, genau. Musics war dann das nächste Soundsystem, das, mit dem wir auch Rogue Squadron gemacht haben. Und das wurde allerdings dann nicht mehr von mir programmiert, sondern es hat der Thomas Engel und also Factor 5 intern programmiert. Du hast dann das Konzept entwickelt und die haben habe ich das mitgeholfen, umgesetzt. genau. Und natürlich Soundmakros gibt's auch in Musics. Und das war dann auch so, das war so erfolgreich oder hat dann auch Wellen geschlagen, dass Nintendo das lizenziert hat als ein Third-Party-Soundtool für ihre Third-Party-Developers. Also das war auch schon spannend. Das wurde auch, glaube ich, hinterher auf dem GameCube und so noch weiter verwendet. Ne? Ich habe noch von den Nachfolgeteilen so in Erinnerung, dass das Logo immer eingeblendet wurde. Wir hatten übrigens noch versucht, auch diese Soundmakros zu patentieren, aber rate mal, warum es nicht ging. Weil ich den TFMX veröffentlicht hatte, 1991. Ach ja, du hast ja TFMX auch als Produkt auf dem Amiga verkauft. Und da waren die Soundmakros drin und das war dann Prior Art, nennt man das. Also da, weil es dann schon jemand gesehen hat. Ja. Obwohl du selber erfunden hast sozusagen, darfst du es dann selber später nicht mehr patentieren. Wir hätten den Patentantrag stellen müssen, bevor wir TFMX veröffentlicht hätten. Ja, das ist ja verrückt. Ja. Man hätte jetzt gesagt, okay, wenn es das von jemandem anderen gegeben hätte, aber nicht von einem selber, dass man es dann nicht mehr patentieren kann, aber von einem selber, das, ja gut. Gut, jetzt inzwischen wäre das Patent schon wieder ausgelaufen, aber wir haben es versucht und es ging nicht. Ja, schon beeindruckend fürs N64, wo du ja da eben nicht wieder von CD abspielen konntest, ne, sondern wieder an eine Cartridge mit den ganzen Limitierungen gebunden warst. Und das war auch ein brutales Projekt, was wir da in mehr oder minder einem Jahr zusammengebastelt haben. Und ich musste dann ja noch teilweise vorsprechen bei Lucas auf der Ranch. Die wollten dann auch hören, was ich da mache, dass das zu Star Wars passt und so. Da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Ja, aber sie haben es am Ende approved und es ist auch insgesamt ganz gut geworden. Aber ich habe mir da in dem Jahr noch so Carpal-Tunnel-Syndrom zugezogen und so. Das war das war eine harte Nummer, Ja gut, aber das ist ja auch wirklich, Star Wars ist so
wirklich eine Marke. Da legen die natürlich großen Wert drauf, dass da alles passt, und dann auf die Ranch zu müssen, ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, wie sich das anfühlen kann. Aber du kannst zumindest sagen, du warst da, ne? Ja, vor allen Dingen, es war eins der ersten Star Wars Spiele, bei dem auch neue Musik drin war, also wo ich dann auch komponiert habe. Und das war natürlich dann auch nochmal nervenaufreibend, weil ich bin großer Fan von John Williams, aber ich bin kein klassisch trainierter Musiker und so weiter. Also es war... Ja, und es ist ein anderer Musikstil. Ne? Sonst hast du deinen Stil gehabt und jetzt musstest du adaptieren von sehr bekannter Musik. Genau, ne? aber es passte sich ganz gut ein am Ende. Also ich bin dann, nach ein paar Jahren war ich dann auch mehr stolz drauf, als während ich da am Arbeiten war. Ja gut, man muss dann ja auch den Abstand erstmal haben von dem Stress weg, dass man das dann sich so anhören kann. Ne? Ja, dann Rebel Strike war auf... das war, glaube ich, schon auf GameCube. Das war der GameCube, genau. Und der konnte wiederum auch streamen von der CD. Das war zwar eine kleine CD, aber da war Platz drauf. Da haben wir dann auch im Studio aufgenommen Sachen. Ja, das ganze Spiel war ja technisch sehr, sehr imposant auf dem GameCube, der noch recht limitiert war, ne, im Vergleich zu mancher anderer Hardware, aber insgesamt ein sehr beeindruckendes Spiel. GameCube war eins meiner Lieblingskonsolen sogar, habe ich lange Zeit auch gehabt. Da habe ich immer Luigi's Mansion gespielt, das fand ich total toll. Die Art und Weise, wie die Musik und das ganze Spiel nicht zusammen funktionieren, ist Luigi's Mansion natürlich sehr beeindruckend. Und Metroid Prime und so ein Zeug, und also da gab es schon einige coole Sachen. Definitiv. Dann 2008 hat ein Fan von mir, der mir damals schon als Jugendlicher hat er mir schon Briefe geschrieben, die ich nie beantwortet habe, aber der großer Fan von mir, Thomas Böcker, der hat angefangen, Konzerte zu entwickeln für damals Games Convention in Leipzig und so, und der wollte dann unbedingt mal was mit mir machen. Ja. Und dann hat er mit dem WDR ausgehandelt, dass wir da mal so ein Konzert machen mit nur Chris Hülsbeck Musik. Und das war Symphonic Shades 2008. Das war irre. Also da sind mir die Tränen nur so runtergelaufen, als ich das gehört habe. Ja. Das glaube ich. Das war ja auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, ne, dass dann das wirklich mal so von so einem Orchester zu hören. Und einmalig kannte man in der Art nicht. Ne? Computerspielmusik vom Orchester gespielt heute. Da hört man das häufiger, da sind auch irgendwelche Orchester unterwegs, die sowas machen, ne? Aber 2008 wüsste ich gar nicht, das jemals vorher gehört zu haben, ne? Dass was gemacht wird. In Japan gab es das halt, aber war nicht so bekannt in der westlichen Welt. Nochmal R-Type.
Ja, dann 2008 ist ja leider Factor 5 USA pleite gegangen. Auch teilweise nicht selbst verschuldet. Das war halt damals da die Wirtschaftskrise und so weiter. Und dann habe ich mich ein paar Jahre durchgehangelt mit ein paar ganz coolen Sachen, unter anderem hier Zombie Smash, ein iPhone-Game, was erstaunlicherweise zu einem Million-Seller wurde. Allerdings habe ich keine Tantiemen verdient dran, aber das war halt ein netter Milestone. Ja, dann habe ich 2010 wurde ich ausgezeichnet mit einem Lifetime Achievement Award, also von der Game Audio Network Guild. Und dann war es aber so, dass ich auch damals schon gesagt habe, hey Leute, normalerweise bekommt man sowas doch erst, wenn die Karriere schon vorbei ist, ja, aber ich habe ja noch einiges vor, aber trotzdem natürlich eine schöne Sache. Ja, ist man trotzdem stolz drauf auf ein Lifetime, das fühlt sich in dem Alter vielleicht doch noch ein bisschen an, ich hab doch noch was vor, ne? Ja. So, dann habe ich diverse andere Projekte gemacht, unter anderem mit Sound of Games, mein Freund da aus der Hamburger Gegend. Da haben wir dann auch Live-Orchester aufgenommen mal selber und unter anderem hier ein Spiel für Star Trek, was allerdings dann nicht ein Star Trek-Spiel wurde, sondern ich glaube, es wurde sogar nie veröffentlicht und wir haben es dann später nochmal unter, was war das, ja, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein. Nicht Infinite Space oder so, oder? Ja, weiß nicht genau. Können wir noch einblenden. Auf jeden Fall haben wir da mal Live-Aufnahmen mit Orchester gemacht. In Mazedonien. In Mazedonien? Da war es günstig. Aber die Komposition war ursprünglich für ein Star Trek-Spiel. Also bei sowas, man kommt ja heutzutage mit Sample Libraries schon sehr nah dran, aber wenn dann da irgendwie so 60, 70 Mann sitzen in so einem Studio und die alle halt so virtuos ihre Instrumente spielen, da ist nochmal eine andere Qualität, die da reinkommt. Eine andere Dynamik. Ne? Ja, genau. Noch eins gemacht, genau hier. War of the Worlds. War ich per Video zugeschaltet. Ja, vom C64 zum Orchester, ne? Ja, genau. Ja, dann 2012 habe ich ein Kickstarter-Projekt gemacht, die Turrican Soundtrack Anthology. Da war die Idee, dass man halt alle Musik von Turrican nochmal im Studio neu aufnimmt. Und also ich hatte ja 1992 schon mal ein Album veröffentlicht mit Turrican-Musik, aber das war ja nur eine Auswahl. Und dann dachte ich über die Jahre immer, man müsste eigentlich mal noch ein neues Album machen mit mehr Material. Und das hat mir aber keiner finanziert so. Und dann gab es aber irgendwann, habe ich diese Kickstarter-Geschichte gesehen, habe ich gedacht, mal sehen, ob die Fans das vielleicht finanzieren. Ne? Und das hat geklappt. Und das waren dann vier CDs, die randvoll waren. Und es ist ein sehr, sehr schönes Projekt geworden. Ja, das ist ja auch sehr, sehr gut angekommen. Ne? Ja. Also ich glaube, es war sehr, sehr schnell klar, also sehr schnell finanziert gewesen. Ne? Ja, sehr schnell genau. Ja, auf jeden Fall. Es war schon auch eine treue sehr, sehr coole Sache, ja.
Dann haben wir weiteres Kickstarter gemacht, 2015, auch mit Sound of Games, diese Piano Collection. Und der Patrick Nevian, der begnadete Keyboarder und Pianist, der auch Fan von meiner Musik war, der hatte schon so ein paar Remixe von mir mal auf YouTube und so gestellt. Und den haben wir dazu gewinnen können. Und dann haben wir das ja richtig schön aufbereitet mit einem Notenbuch auch dabei und so und Album und auch Vinyl. Ja, vor allem, ich finde total toll, also wirklich jedem, der Klavier spielt, zu empfehlen, dass immer die eine leichte Version vorhanden ist und dann das, wie er es dann auch halt gespielt hat, wo man dann doch schon ein bisschen besser sein muss. Aber gerade das finde ich total toll, weil Leute, die dann gerade Klavier lernen, auch mit der leichten Version einsteigen können und vielleicht Jahre später dann die andere Version üben können. Finde ich, allein die Idee finde ich da grandios gemacht. Ja, schönes Projekt. Ja, danke. Ah ja, nochmal A-Type im Piano. Dann haben wir weitere Orchesteraufnahmen gemacht von Turrican auch wieder mit dem Thomas Böcker. Und da war hier Turrican 2, The Orchestra Album 2016, auch über Kickstarter finanziert. Und dann ein Jahr später Turrican Orchestra Selections, nochmal einen draufgesetzt. Und vor allen Dingen hat er da, also wir haben das in Schweden aufgenommen mit einem schwedischen Orchester. Das war total irre. Die haben so gut gespielt, wie man das normalerweise so aus Hollywood oder London kennt, aber zu einem günstigeren Preis. Und der hatte da auch einen Sound Engineer aus Schweden, der hat da einen Mix abgeliefert, als wäre das so totale Hollywood-Produktion. Und da können wir mal kurz in was reinhören hier. Ah ja. Das Air Combat. Und so weiter, ja. Aber ich glaube, da sieht man wirklich nochmal, wie beeindruckend schon wirklich diese Turrican-Musik war, ne? Das vom Amiga mit seinen 4 Stimmen, ne? Klar, man konnte Samples abspielen und das jetzt ein bisschen dann erweitern. Aber dahin zu kommen, dass es ein ganzes Orchester spielen kann, dieses Musikalische, was man eigentlich bei dir immer merkt, ne? Diese Melodien, ne? Und halt nicht dieses, was man sonst häufig hat bei Computerspielmusik, sondern dass es sehr, sehr musikalisch ist. Ja, da sieht man, das kann auch ein ganzes Orchester dann halt übernehmen, ne? Ja, wobei ich auch dankbar bin für den Thomas und seine Connections dazu, wirklich Weltklasse-Orchestratoren und Arrangern, die das da umgesetzt haben. Also das ist... Ja, tolle Alben, kann man nur jedem empfehlen. Ja, dann, ich mache jetzt wieder alle möglichen Retro-Projekte vor allem.
Was ich natürlich schön finde, ja, Retro boomt. Und eins davon war vor 2 Jahren Tiny Tor, was so auch so ein Retro-Style Action Jump'n'Run ist. Ganz tolles Spiel übrigens. Ja, also wer es nicht gespielt hat und Jump'n'Runs mag, spielen. Ja, im Prinzip so weitergedacht von so dieser Gianna Sisters Geschichte, wenn man so will. Und da habe ich auch Musik gemacht. Da auch wieder ein bisschen mehr Chip-Sound-mäßig. Ja, bei dem Spiel muss ich sagen, da hat mich deine Musik tatsächlich durchs Spiel getragen. Das ist so bockschwer, dieses Spiel. Da kamen ja später noch so Patches raus, wo man dann so Art Cheats also ich das Leben leichter machen konnte. Ich glaube, höher springen weiter. Ich habe die nie benutzt, aber mich wirklich durch dieses Spiel gekämpft. Aber die Musik ist so catchy die ganze Zeit, weil man spielt ja ein und dieselbe Szene manchmal 1 Stunde lang immer wieder. Ne? Dieses Spiel ist ja so ein bisschen aufgebaut, dass man erst rausfinden muss, wie könnte es gehen. Dann übt man diese Passage, bis man endlich durchkommt, und da ist es doch sehr angenehm, wenn man wirklich so eine Musik hat, die man sich gerne anhört, um da sich wirklich durchzukämpfen. Das ist ja wirklich so ein Übeprozess. Unglaublich gutes Jump and Run. Ja, danke. Ja, dann auch letztes Jahr habe ich an einem Spiel gearbeitet, das nennt sich Interstellar Sentinel, einen Bullet Hell Shooter. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil da auch die Musik wieder mehr so in die Turrican-Richtung ging. Ja. Also sehr treibend, auch mit ein paar Chip-Sound-Elementen drin und so. Und der Macher von dem Spiel, der hat damals auch bei Factor 5 USA, war der Producer und kannte mich also und hat mich angesprochen, hey Chris, warum machst du nicht Musik für mein Side-Project hier? Und ist sehr cool geworden. Und der arbeitet jetzt auch an Interstellar Sentinel 2 und hoffentlich wird das nochmal was Größeres, bin ich auch wieder dran. Und das Schöne ist ja, selbst sowohl zu Tiny Tor als auch Interstellar Sentinel kann man ja auch die Soundtracks kaufen. Genau, die gibt's also auch überall und auf Bandcamp und so, was weiß ich, Spotify und Co. und so. Kann ich also empfehlen, ist auch schön voll geworden, die CD. Ja, und dann ein Spiel, was nicht so viele Leute jetzt kennen aus meinem Umfeld oder so, ist, ich habe für Teenage Mutant Ninja Turtles habe ich ein Spiel vertont. Splinter Fate, auch von Leuten, die mal mit Factor 5 USA gearbeitet haben. Die haben eine neue Firma gegründet. Und das war interessant, weil erstmal war es cool, bei so einer Franchise mitzuarbeiten. Und dann halt, ich wollte da endlich mal wieder mal richtig mit Gitarren machen. Und ich bin selbst kein Gitarrist, ne? Also ich habe dann virtuelle Gitarre auf dem Cubase gespielt und habe die aber dann einem Gitarristen geschickt, den ich schon öfters zusammengearbeitet habe.
Das ist dieser Charlie Sete, oder Charlie mit einem 7 statt dem R. Der hat mal auf YouTube so einen Remix von meinem irgendeinem Tariken-Stück gemacht und fand ich total toll. Und mit dem bin ich schon seit Jahren in Kontakt gewesen und der hat dann hier die Gitarren für mich gespielt für das Spiel und das war eine super Zusammenarbeit. Würde ich auch gerne noch mehr machen in der Zukunft. Sowas halt. Ja. Ich sage ihm immer, you are my personal Van Halen. Nicht verkehrt, so einen zu haben. Ja. Bisschen Rock schadet nie, das stimmt. Genau. Ja, dann können wir noch mal vielleicht kurz anreißen. So könnt ihr da einblenden, oder die Webseite und mein Bandcamp und so weiter und Social Media. Und dann eine Sache, die ich auch noch gerne anspreche, ist mein Patreon-Projekt, Ja. was mir natürlich sehr am Herzen liegt, weil es hilft mir, mein Leben zu bezahlen. Ist so ein ongoing Crowdfunding oder so Tip-Jar-mäßig, wo mir Fans halt irgendwie 1 Euro oder 2 oder 3 schicken können. Und da mache ich pro Monat ein neues Musikstück und die sind alle royalty-free. Das heißt, jeder kann die benutzen auf dem YouTube-Channel oder wenn jetzt einer einen Indie-Spiel macht oder so, kann er reinhängen und so weiter. Solange ich da irgendwie einen Credit habe, kann man die Musik frei benutzen. Und da sind jetzt inzwischen, glaube ich, über 100 Musikstücke, die sich angesammelt haben über die Jahre. Ja, du hattest ja auch mal so alle möglichen Stilrichtungen, genau. Genau so Aktionen gemacht. Ich glaube, 7 Tage, 7 Songs oder so war damals immer ganz tolle Sachen dabei und wie du schon sagst, kann man verwenden, diese Royalty-Free-Sachen, was natürlich auch mal so für Influencer oder sonst was interessant sein kann, wenn man das nutzen will. Und da sind auch Musikstücke dabei, die klingen nach Tariken, da sind Sachen, die klingen nach Italo-Disco, da sind Sachen, die klingen wie Filmmusik und so weiter. Also es ist wirklich sehr breit gefächert von den Stilrichtungen her. Und jeder, der da auch einen neuen Sign-up macht, kriegt immer die Compilation-Albums von mir zugeschickt. Also dann hat man auch den ganzen Backkatalog davon. Cool, ja. Und man wird immer sehr schnell, sehr früh über schöne neue Sachen informiert. Also wer gerne früh dabei sein will und schon mal so einen kleinen Sneak Peek von den aktuellen Projekten von dir haben möchte, ist man ja auch immer da. Genau, ich benutze es auch so als Social-Media-Ersatz, weil bei Social Media ist man heute ja so abhängig von den Algorithmen, aber jetzt meine Patrons auf Patreon, die kriegen die News immer per E-Mail zugeschickt und dann ist es alles viel einfacher, da in Kontakt zu bleiben. Ja. Und da kommuniziere ich auch, also wenn mir da einer Messages schickt und so, da antworte ich auch drauf. Kann ich bestätigen. Da haben wir auch schon mal das ein oder andere Mal drüber geschrieben und kommen immer sehr interessante News, auch immer diese Einblicke in, woran du gerade arbeitest. Nicht nur das, wenn jetzt jemand wirklich auch interessiert ist selber an Musikproduktion und da was zum Beispiel remixen will, dann gibt es auch so einen höheren Level, wo man dann auch meine Cubase-Files bekommt und Audio-Stems und so Tracks und alles mögliche und Samples. Ja, das ist eine super spannende Sache. Lohnt sich auf jeden Fall zu unterstützen, denke ich. Danke.
Ja, jetzt hast du 40 Jahre Karriere. Was kommt jetzt? Das ist übrigens auch noch ein Punkt. Ja, 40 Jahre sind's jetzt. Ich habe ja 1986 das Shades gemacht und deswegen rechne ich so jetzt 40 Jahre, 2026. Bin ich eigentlich jetzt sehr daran interessiert, noch einen weiteren Kickstarter zu machen. Der soll dann auch jetzt im Sommer an den Start gehen, wenn ich alles so geregelt bekomme mit der Vorbereitung. Und das wird dann auch so eine Mega-Kompilation mit so mehreren Stationen aus meinem Leben und neu eingespielt im Studio und teilweise auch die Storys ausgearbeitet. Da will ich ein sehr dickes Booklet beilegen, so ähnlich wie bei der Piano Collection. Da hatte ich ja auch schon mal so für die Stücke so eine Seite, wo man so nachlesen konnte, die History, aber ich will da noch ein bisschen mehr so ungewöhnliche Sachen erzählen. Schön, da freuen wir uns drauf, auf jeden Fall. Also müssen wir die Augen offen halten in den nächsten Monaten. Neue CDs, neue Musik. CD und Vinylalbum und Boxset und ein paar andere coole Sachen und so weiter, die da drin sein werden. Ja, da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Ja, toll. Danke. Ja, Chris, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für dieses total informative, tolle Gespräch. Wir drücken dir alle Daumen für das kommende Kickstarter-Projekt. Ich glaube, ich gehe davon aus, das wird genauso laufen wie bei Turrican. Die Fans sind da, denke ich. Danke. Und dann würde ich sagen, wir drücken die Daumen, wir sind dabei und schauen, was die nächsten 40 Jahre vielleicht kommt. Ja, und dann auch nochmal vielen Dank für die Unterstützung, dass ich hierher kommen konnte, auch zu der ARC, der Amiga Ruhrpott Convention und natürlich auch euren Verein anschauen konnte und so. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank nochmal. Danke für die Musik. Danke.